Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu React. Heute geht's weiter mit der Serie, die eigentlich schon seit einer Weile nicht mehr wirklich aktualisiert wurde von mir, was ein bisschen schade ist, aber ja, jetzt finde ich es mal wieder an der Zeit, denn bei mir startet ja bald das Bootcamp und das ist jetzt einfach mal so ein bisschen nötig, ne, dass wir hier vielleicht auch noch ein paar mehr Videos dazu machen. Okay, also, was passiert jetzt hier erstmal? Wir haben die IDE gewechselt, ich persönlich arbeite sehr gerne mit den JetBrains IDE, das hier ist WebStorm. Und ja, ich weiß, es ist nicht die populärste Option, vor allem da sie was kostet. Das muss man hier einfach dazu sagen. Ihr könnt wunderbar weitermachen mit Visual Studio Code oder mit was auch immer einer IDE, die ihr gerade verwendet. Wir haben ja bislang auch Visual Studio Code benutzt. Ich persönlich nutze aber ganz gerne diese Funktion hier. Ich habe mich einfach in Python zu sehr an die Features gewöhnt und kann sie jetzt nicht mehr hergeben. Ja? Es ist einfach schade. Aber genau, was wir machen wollen, ist, wir wollen zunächst mal ein neues Projekt erstellen. Und ich will euch hier ganz kurz auch zeigen, wie das hier funktioniert. In WebStorm habe ich jetzt nämlich hier die Option, ich kann einfach hier React auswählen und dann kann ich hier unten auswählen, wie bitte ich eine React-App erstellen möchte. Kann ich einfach sagen, ich hätte ganz gerne mit npx eine Create React-App gemacht. Das ist das, was wir auch schon gemacht haben mit halt der Command-Line. Das kann man natürlich auch wunderbar mit der Command-Line machen, aber ich finde es so irgendwie halt sehr komfortabel. Und wir packen jetzt hier ein Projekt rein, das nennt sich React Updates und wir machen das Ganze auch als TypeScript-Projekt. So, jetzt ist mein Aufnahmeprogramm leider über dem Create-Button und ich muss hier einmal das Ganze machen. So, wir machen das natürlich in diesem Window hier weiter und dann läuft das hier einmal ganz kurz im Hintergrund durch. So, und ich habe auch direkt mal hier npm Start ausgeführt, dann wird auch direkt die Website ausgeführt, also so wie wir es erwarten würden. Wir kennen das jetzt mittlerweile alles auch ein bisschen besser, seit ich hier endlich mal, es tut mir sehr leid, dass es so lange gedauert hat, die Grundlagen sozusagen von npm auch gemacht habe. Und das heißt, wir können hier jetzt auch mal reingucken, was hier alles schon dabei ist. Und ja, an der Stelle bitte guckt euch die npm-Videos auch an, die sind in der JavaScript-Playlist drin. Okay, also was wir hier haben, das ist erstmal React Updates Version 0.1.0, das kann ich erstmal selber einstellen. Private True und wir haben hier die Dependencies. Tada! Was standardmäßig bei React dabei ist, ist natürlich die Testing Library Jest DOM, ja, also Testing Library heißt, mit was testen wir das Ganze? Also Jest ist hier die Standardbibliothek dafür, beziehungsweise Jest hier unten ist die Standardbibliothek dafür. Und natürlich haben wir hier React als Abhängigkeit und User Event und React DOM und so weiter und so fort. Also wir kennen das Ganze ja. Aber was wir hier vor allem sehen können, ist eben, wir testen das Ganze mit Jest. Und wenn wir das Ganze testen wollen, dann testen wir das allerdings ein bisschen anders. Also wir haben hier die 4 Optionen. Start, das ist das, was wir schon kennen, allerdings mit einem React Scripts Start gemacht. Und Build ist ein Build und naja, Test ist halt ein Test. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Trotzdem vielleicht relativ interessant zu sehen, dass hier Jest standardmäßig dabei ist. Und genau deswegen wollen wir uns in der kommenden Reihe ein bisschen mehr mit Jest beschäftigen. Jest für React. Also wie kann ich quasi in React meine Anwendung testen? Denn ja, wir haben jetzt Jest gemacht als Tutorial-Reihe. Wir haben auch schon ein bisschen einiges an React gemacht und die Kenntnisse, würde ich mal behaupten, sind relativ solide. Und deswegen brauchen wir jetzt natürlich noch irgendwie die Verbindung. Wie kann ich eigentlich mit Jest meine React-App testen? Bevor wir das aber machen, möchte ich mit euch ein kleines Beispiel hier machen. Und zwar, lasst uns mal überlegen, wie sieht denn ein normaler Alltagsablauf sozusagen aus, wenn wir ein Frontend entwickeln? Naja, wir bekommen vielleicht ein Mock-up von unserem Designer. Das haben wir hier nicht, sad life. Aber wir haben zum Beispiel eine API und ich habe jetzt hier tatsächlich eine API genommen, die jeder ohne API-Key, ohne irgendwas benutzen kann, die eigentlich immer funktioniert. Und zwar, ja, Kryptopreise. Ich weiß, ich benutze das Beispiel sehr gerne, weil es einfach die API ist, wo man nicht mal einen API-Key braucht. Das ist schon ziemlich komfortabel und ja, führt natürlich dazu, dass ich hier auch Anfragen machen kann, was sehr, sehr cool ist. Okay, also wie sieht unsere API aus? Naja, wir haben erstmal eine Liste an dem, was wir hier allem haben wollten. Ich habe jetzt hier die, also 5 Kryptowährungen habe ich hier reingetragen und mit Europreis das Ganze gemacht. Und der aktuelle Preis sozusagen von Bitcoin wäre bei Current Price, bei dem da. Das Symbol können wir hier auch noch eintragen, Name können wir hier eintragen und so weiter und so fort. Aber wir sind da relativ frei, was wir jetzt mit der API machen wollen. Wir haben hier sogar ein kleines Image, wenn wir das verwenden wollen. Ich glaube, das werde ich allerdings in einem kleinen Beispiel rauslassen. Und wir bauen uns jetzt hier einfach so eine Tabelle mit den aktuellen Preisen. Da kann man dann natürlich drauf aufbauen, was man eben haben möchte. Und vielleicht noch eine kleine Suche oder sowas, was wir hier eben reinpacken wollen, basierend auf dem hier. Okay, also last updated und so weiter brauchen wir natürlich nicht. So.
Wie machen wir das? Wir gehen erstmal hier wieder rein in unser NPM bzw. in unsere React-App und schauen uns mal hier ein bisschen um. Beziehungsweise wir überlegen uns die einzelnen Komponenten, die wir hier haben. Ja? Wir haben ja quasi ein großes Feld sozusagen, wo wir dann alles reinpacken. Dann haben wir oben innen drin vielleicht eine Suche, wie gesagt, wo man einfach Suche eingeben kann oder halt den Namen eingeben kann. Und dann haben wir sowas wie eine Tabelle. Ja? Eine Tabelle, die eben erstmal oben stehen hat, zum Beispiel Name und Preis. Und dann kommen eben unten drunter die einzelnen Kryptos aufgelistet, mit ihrem Symbol oder ihrem Namen. Mal gucken, was wir da benutzen. Ich glaube, der Name wäre wahrscheinlich einfacher. Und danach kommt eben der Preis, den wir hier bei Current Price finden. So, und wie wir das jetzt machen, ist Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Also wir wissen ja jetzt, was wir brauchen. Wir wissen ja jetzt auch, dass wir sozusagen hier eine Art, oder mehrere Klassen dazu brauchen. Mehrere Komponenten von React. Dazu schauen wir doch mal ganz kurz hier rein in die App TSX. So, wir haben hier eine Function-App und wir exportieren diese App. Und ja, wenn wir uns das jetzt mal hier nochmal in der Index angucken, dann sehen wir hier, nein, vielen Dank. Dann sehen wir hier dieses React DOM Render und wir haben hier React.StrictMode und dann kriegen wir hier die App und dann war es das auch schon wieder. Und das machen wir in unser quasi Root-Element rein sozusagen. Das kennen wir ja alles schon. So, das heißt, was wir jetzt hier brauchen, ist im Endeffekt, wir müssen die App ein wenig überarbeiten und hier die anderen Klassen noch reinpacken. Das heißt, was wir als oberstes Element gesagt haben, war ja sozusagen unser Komplett-Container. Ja? Das heißt, unsere Liste an Kryptowährungen, die auch durchaus durchsuchbar ist. Und deswegen würde ich jetzt eine Klasse schreiben, die nenne ich jetzt einfach mal Searchable Crypto Table. Searchable Crypto Table. Und das ist natürlich, was ist es wohl? Eine React Component. Ist ja, so viel zu dem Thema. Eine React Component. Vielen Dank. Kein Generic heute. Und wir wollen das hier drin quasi erstmal natürlich einfach nur rendern lassen. Mehr machen wir nicht. Wir bauen uns jetzt erstmal eine statische Version in React von unserem kompletten Projekt. Return Undefined ist natürlich nicht das, was wir haben wollten. Wir wollen selbstverständlich hier eine Kombination aus mehreren Elementen haben. So, wir packen das jetzt erstmal natürlich alles in Div rein, ist klar. Und was packen wir denn in unser Div rein? Naja, was haben wir denn für Elemente in unserem Container? Wir hatten gesagt, wir haben einen Gesamtcontainer, oben steht ein Suchfeld und unten drunter stehen die ganzen Kryptos. Okay, also quasi unten drunter die Tabelle. Okay, das heißt, unten drunter, also quasi oben haben wir eine, zum Beispiel Search Bar. Ja? Das ist quasi das, was wir als erstes brauchen. Existiert noch nicht, kommt noch. Das nächste, was wir brauchen, ist, was brauchen wir wohl? Unsere Produkte, unsere Kryptowährung, unsere, was auch immer euch da gerade einfällt. Das heißt, wir sagen hier Crypto Table. Ja? Also nicht Searchable Crypto Table, sondern einfach nur Crypto Table. Und wie wir das machen, zeige ich euch gleich nachher noch. Okay, jetzt wollen wir ja hier rein quasi erstmal unsere Search Bar coden. Die ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als der Product Table, der geht ein bisschen länger. Und wir bauen uns hier dann einfach noch eine neue Komponente. Also ihr seht, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Wir überlegen uns, was sind eigentlich die einzelnen Komponenten und wie kriegen wir die hier unter. Also sowas wie unsere Search Bar. Unsere Search Bar, wer hätte es gedacht, ist eine React Component. Und nein, ich benutze immer noch keine Generics heute. So, dann brauchen wir hier die Funktion Render wieder. Und ja, hier in dieses Render, was kommt da wohl rein? Naja, wir wollen etwas durchsuchen. Was bedeutet durchsuchen? Da muss jemand was eingeben können. Wo kann jemand was eingeben? In ein Formular natürlich. Und ich habe verpeilt die richtige... Ach Gott im Himmel. Wir machen das nochmal komplett weg hier. So. Ich habe heute echt Wurstfinger. Das ist ja schlimm. Okay. Also, sorry. Form. Das Ganze natürlich nochmal in Klammern gesetzt. Und wir können das hier einfach runterpacken. Ich mache das hier mal noch in eine neue Zeile. Das sieht dann einfach ordentlicher aus. Das hier rücken wir ein. So. Okay, was soll denn in unserem Formular alles drinstehen? Naja, relativ simpel eigentlich. Wir wollen einen Input haben und wir wollen diesen Input natürlich dann auch auswählen. Das heißt, wir sagen hier einfach Input. Und dieser Input
soll erstmal natürlich vom Typ Text sein. Und soll einen gewissen Placeholder haben, damit wir hier auch nach irgendwas suchen können. Suche. Genau, und dann passt das eigentlich auch schon. Also hier sind wir schon fertig dann, wenn wir das durchhaben. So, das ist quasi unsere Suchanfrage oder unsere Suchbar. Diese Suchbar, wie ihr vielleicht merkt, ist eigentlich noch nicht fertig. Die kann ja noch nicht suchen, ja. Das heißt aber auch, ja, ich weiß, das heißt im Endeffekt, wir müssen das nachher noch irgendwann machen. Aber das kommt natürlich noch. Wir bauen uns erstmal eine statische Version von allem, okay? Und ich mache das jetzt hier mal hübsch, wenn ihr Steuerung, also in der IDE Steuerung Alt L und dann wird alles neu formatiert. So, der nächste Schritt. Was brauchen wir noch? Naja, wir wissen es doch eigentlich schon. Und zwar haben wir das doch hier unten schon definiert, unsere Crypto-Table. Das heißt, was wir hier machen ist, wir bauen uns eine Class Crypto-Table und die selbstverständlich auch eine React Component und immer noch ohne irgendwelche Generics. So, wunderschön. Und ja, jetzt kann ich hier auch wieder meine Render-Funktion zurückgeben, kann hier wieder was returnen. Und dieses, was ich hier returne, ist in dem Fall tatsächlich eine Tabelle sozusagen. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir bauen uns eine Table. Diese Tabelle soll dann am Anfang einen T-Head haben. Das ist quasi die Kopfzeile unserer Tabelle. Und hier bauen wir ein TR ein, also quasi eine Row. Und dann eine TH, was im Endeffekt erstmal der Name wäre von unserer TH und dann haben wir den Preis. So, also das ist quasi jetzt das, was wir hier zeigen wollen. Und jetzt gibt es natürlich in einer Tabelle noch was anderes als nur den Namen und den Preis, denn wir wollen hier natürlich auch noch den T-Body haben, also den Table-Body sozusagen. So, dieser Table-Body, den muss ich aber jetzt irgendwie erstmal generieren. Und deswegen packe ich hier eine Art Variable ein und sage hier einfach mal Rows dazu. Meine Zeilen sozusagen, also das, was hier eigentlich eingetragen werden soll, ist erstmal das, was ich noch berechnen muss. Hups. So, wie sieht jetzt also meine Tabelle tatsächlich aus? Aktuell kann ich sie noch nicht anzeigen lassen. Ich brauche ja noch die Zeilen. Also muss ich hier oben erstmal eine, falsche Funktion, sorry. Hier eine Rows definieren und die würde ich mal als Const definieren. Const Rows. Und das setzen wir gleich, als eine Liste bzw. ein Array. So, und jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, denn, aktuell möchte ich ja eine statische Version, sprich eine Version, die diese API eigentlich gar nicht kennt. Und deswegen, was ich hier mache, ist, ich kopiere mir das tatsächlich erstmal und schreibe mir das direkt hier unten rein. Wo können wir das reinschreiben? Ich definiere mir die einfach in meiner App hier drin, und sag, sag, dass das eine sehr, sehr lange Zeile ist. Holy shit. Okay, das ist erstmal hier mein Const Kryptos. Kryptos ist gleich. So, und ja, das ist jetzt erstmal natürlich hier eine neue Zeile. Und das ist eine neue Zeile. So, und jetzt muss ich hier quasi ganz kurz mal meine Kryptos sortieren. Ich mache das mal kurz für euch. So, diese Kryptos werden jetzt hier quasi mir einfach angezeigt. Ich weiß jetzt, ich habe hier 5 Stück und die ID ist quasi das, was ich hier suche. Genau, und die kann ich jetzt hier einfach weiter verwenden. Ich returne jetzt hier natürlich keine Div Classname App, Classname App Header und so weiter und so fort, sondern ich returne hier ganz einfach ein einziges Div. Und ja, ich weiß, CSS ist natürlich jetzt komplett broken, ist logisch. So, wir können es eigentlich hier Classname App, wir können es eigentlich so drin lassen. Und hier drin sagen wir jetzt, wir wollen einmal dieses Searchable Crypto Table drin haben, was wir hier quasi rausgeben und definieren unsere Products hier als, so, oder wir definieren es noch besser als Kryptos ist gleich Kryptos. Kryptos. So, und hier am Ende müssen wir das natürlich noch zumachen. So, wunderbar. Und ja, jetzt müssen wir hier irgendwie auf diese... So, was wir hier gemacht haben, ist im Endeffekt, wir haben dem ganzen Ding jetzt Props verliehen. Warum ist das rot? Search Bar, da fehlt das R. Okay, wir haben dem ganzen Ding hier Props verliehen. Diese Props kennt es aber natürlich noch nicht. Was ich jetzt hier machen muss, ist, ich kann das Ganze hier, kann ich das hier direkt in der IDE machen? Expand Empty Tag,
Nee, nicht ohne weiteres zumindest. Ist auch ein bisschen zu kompliziert. Wir ignorieren den Fehler jetzt da unten erstmal ganz kurz und geben diese Props einfach weiter an alles, was wir so haben. Ja? Also Searchbar braucht die das? Ja, nicht unbedingt. Aber wer es braucht, ist natürlich unser Crypto-Table. Und da sagen wir einfach mal, Kryptos ist gleich this, ja, dankeschön, this.props.Kryptos. Kryptos. So, ihr seht hier, diese Kryptos existieren natürlich noch nicht, machen wir, wie gesagt, alles gleich. Wir reichen die jetzt halt erstmal komplett durch. So, die Searchbar können wir quasi ignorieren, die ist hier erstmal sozusagen fertig. Und in der React Component hier haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, auf diese Props zuzugreifen. So, und diese Props, auf die kann ich jetzt hier tatsächlich zugreifen, also wirklich so, dass ich sie benutzen kann, indem ich hierher gehe und zum Beispiel hier einfach durchiteriere. Also this.props Kryptos for each zum Beispiel. So, und ja, jetzt sage ich hier einfach, okay, für jede einzelne Krypto hier drin will ich irgendwas machen. Was möchte ich denn machen? Naja, ich möchte, dass hier eine neue Kategorie bzw. ein neues Produkt erstellt wird und in meine Reihe von Produkten eingepackt wird sozusagen. Das heißt, was ich hier mache, ist im Endeffekt, ich bilde jede Krypto ab auf etwas und dieses etwas ist eine Funktion natürlich. Und hier drin sage ich jetzt einfach, okay, ich hätte ganz gerne eine neue Zeile für meine Kryptowährung jeweils rein editiert. So kriegt ihr quasi diese Variable mit rein, die wir hier unten definiert haben, dieses Kryptos. Wir wollen das jetzt hier einmal ganz kurz so machen und zwar mit rows.push. Was wollen wir hier reinhaben? Wir wollen schon was Eigenes reinhaben. Also wir haben ja hier unten einfach gesagt, ey, pack mal hier die Rows rein. Ich persönlich mag es ganz gerne, das nochmal auszulagern. Und zwar in eine Product Row oder zum Beispiel Crypto Row oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und hier drin müssen wir dann natürlich auch noch definieren. Ach, dankeschön. Und zwar sagen wir hier, Krypto ist gleich. Welche Krypto wollen wir? Naja, wir wollen ja natürlich die Krypto hier oben, ja. Diese Krypto wollen wir hier quasi weitergeben, einfach als Krypto. Und wir haben hier unten, beziehungsweise machen das mal ordentlich hier. So. Nicht, dass es hier einfach irgendwann mal zu viel wird. So, wunderschön. Und dann wollen wir noch zum Beispiel. Aber nee, eigentlich sollte das hier schon reichen tatsächlich. So, und unsere Crypto-Row, wie sieht die jetzt wiederum aus? Naja, unsere Crypto-Row, die ist ebenfalls eine wunderschöne Class Crypto-Row, die wiederum eine React-Component ist. So, machen wir, wie gesagt, machen wir jetzt gerade nicht, das machen wir gleich. Und unser Render hier soll erstmal einfach nur diese Zeile zurückgeben. Die Zeile sieht natürlich so aus. Wir müssen es erstmal kurz hier oben vielleicht definieren. In Variablen. Wir haben einmal const Crypto. Holen wir uns aus this.props.Crypto. Crypto. So, und wir haben einmal den const Name zum Beispiel. Ist eine Crypto. Name sollte es heißen, wenn mich nicht alles täuscht. Und die beiden geben wir jetzt hier quasi als Table Row zurück. Also Table Row mit den Table Data, einmal den Namen natürlich und das nächste Table Data ist der Preis war das, glaube ich, ne? Den haben wir hier oben nicht, machen wir einfach hier unten. Nicht Props, sondern Crypto. Jetzt ist die gute Frage, wie hieß das da unten? Muss ich kurz nachgucken. Das hatte nämlich einen komischen Namen. Price. Total Supply war es nicht. High, Total Volume. Ich bin blind. Current Price, hier. So. Das hieß nämlich nicht nur Price, das hieß Current Price. So, und damit sind wir eigentlich soweit durch mit unserem statischen Modell. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wir können, wenn wir das hier laden, da passiert nichts. Obwohl es hier ganz kurz mal angezeigt wird. Wir sehen hier, das möchte eigentlich gar nicht so richtig, so wie ich das hier definiert habe.
Und das ist eben genau der Punkt, wo TypeScript ins Spiel kommt. TypeScript ist ja genau dafür verantwortlich, dass man hier wirklich zu Typen gezwungen wird. Also wenn ich jetzt reines JavaScript hier drin hätte, kein Problem. TypeScript kann das nicht. TypeScript möchte hier gesagt bekommen, ey, dieser Typ. Und ja, in unserem Fall, in unserem Fall arbeiten wir hier erstmal nur mit Props. Wir können hier oben in der Komponente, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, können wir hier angeben, dass wir erstmal Props haben. Props und dass wir State haben. State würde ich aber jetzt erstmal noch nicht definieren. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. So, jetzt myProps. Wie definiere ich das Ganze denn? Naja, dazu drücke ich jetzt nochmal STRG Alt L und dann wird mir das hier sehr, sehr weit aufgedröselt und ihr seht, ich kann sehr, sehr weit damit scrollen. Aber ich habe etwas anderes vor hierbei. Und zwar, ich kopiere mir das hier einfach tatsächlich. So, du bist jetzt mein. Und ich erstelle mich hier ein neues Interface, das dann am Ende meine Props werden. Interface myProps. So, und mit diesem Interface kann ich jetzt hier wirklich hergehen und das Ganze irgendwie definieren. Das heißt, ich kann mir hier quasi Kryptos definieren. Kryptos vom Typ, naja, was wohl? Oh shit, das war zu viel. Wir brauchen das hier. So, und jetzt haben wir das quasi alles drin. Okay, also Kryptos soll ein Array sein, ja. Ein Array hat immer Klammern am Ende, ist klar. Und am Ende möchte ich aber auch hier tatsächlich drin haben, was da alles dazugehört. Das heißt ID. Was ist das erstmal? Naja, ist ein String. Bitcoin ist auch ein String. Dann haben wir hier einen String. Dann haben wir hier... So, also ich zerstöre jetzt hier nicht irgendwie die API oder sowas, sondern ich definiere mich hier nur einfach, was ist. Ist ein String. Dann möchte ich hier eine Number haben. Dann möchte ich hier eine Number haben. Dann möchte ich hier eine Number haben. Dann möchte ich hier eine Number haben und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Ich mache das mal eben für euch. So, ich musste hier noch ein bisschen tricksen, also ihr könnt euch gerne auch immer die Fehlermeldung durchlesen, denn hier Fully Diluted Valuation ist in der API manchmal offensichtlich null, manchmal halt auch nicht. Da meckert natürlich dann TypeScript rum, wenn ich dann Number eintrage. Einmal habe ich mich, genau hier war das genau dasselbe Problem, also im Total und Max Supply, beides auch kann null werden und genauso hier Roy kann any sein, habe ich jetzt einfach mal eingetragen, da gibt es einen Haufen Zeugs. Und ATL-Date habe ich aus Versehen falsch als Number eingetragen, ist aber ein String. Also passt hier wirklich auf, wenn ihr das Ganze ausfüllt, denn ja, es geht im Endeffekt darum, dass ihr Typsicherheit bekommt und dass es nicht irgendwann unerwartet zu einem Null kommt. Deswegen wirft mir das ja auch diese ganzen Fehler. Das ist tatsächlich für mich als Entwickler sehr wertvoll, weil ich weiß, aha, Fully Diluted Valuation kann Null werden. Das wusste ich zum Beispiel davor nicht. Ich habe mir die API nämlich nicht so komplett angeguckt. So, ich mache das hier jetzt mal wieder klein. Beziehungsweise ich mache das komplette Ding klein. Das brauche ich nämlich nicht. So, und wir sehen hier, der Fehler ist rausgegangen. Ich kann jetzt hier Kryptos auf Kryptos zuweisen und this.props.kryptos ist jetzt auch nicht mehr leer. Und das gebe ich jetzt natürlich auch weiter an meine Unterkomponenten, sprich an CryptoTable. Da hänge ich das einfach hinten dran und wir sehen hier, wie es weitergeht. So, und naja, jetzt muss ich halt das Ganze nochmal machen. Das wäre dann hier Krypto. Also Krypto ist gleich Krypto. Das müsste ich jetzt hier nochmal neu definieren. Ich glaube, das machen wir, ja, komm, machen wir einfach hier rein. Und das wird jetzt hier nicht myProps, sondern myProps Single. Und ja, jetzt müssen wir das hier nochmal machen sozusagen. Wir sind aber natürlich schlau, ne? Wir lagern das hier jetzt einfach aus. Also wir lagern dieses Object aus und sagen hier, wie haben wir es denn genannt? myProps Single, myProps Single. So, und das wird natürlich ein neues Interface. Also das ist quasi hier das Array dazu und hier machen wir das Einzelne. Und ja, myProps Single wird natürlich hier Krypto Doppelpunkt das da. So, jetzt haben wir hier wieder das Problem, ach verdammt, ja klar, dass natürlich hier Kryptos nicht mehr funktioniert, wenn wir hier oben quasi nochmal Krypto vorne dran geschrieben haben. Das müssen wir hier nochmal ganz kurz definieren. Krypto wird hier einfach rausgeklammert. So, und jetzt haben wir unsere Typen richtig gemacht. Okay, und all das nur, weil wir TypeScript benutzen. Wir sind schon arme Opfer. Nein, eigentlich, wie gesagt, ist das was Gutes für uns und tut uns was zur Typsicherheit einfach fest dazu. So, was wir jetzt also hier bekommen ist, wir wollen das Ganze in eine Row eintragen und dann da unten die Rows natürlich ausgeben.
Und wir sehen hier auch, das klappt jetzt wunderbar. Wir können hier auf den Current-Preis zugreifen. Wir haben alles mit Typsicherheit drin und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr hilfreich. Wir wissen jetzt sogar auch, dass Current-Price eine Number ist. Auch sehr nützlich. Und wir können jetzt hier für die Rows natürlich auch noch definieren, was die für einen Typ haben sollen. Und das ist natürlich eine Crypto-Row. Ist ja klar. So, nicht eine Crypto-Row, sondern natürlich mehrere Crypto-Rows. So, und ja, jetzt können wir hier. Ich rede natürlich Unfug. Wir haben das hier in ein Element reingepackt, ja. Und wir geben hier auch eigentlich ein Element zurück. Wir geben ja keine Crypto-Rows an sich zurück, sondern ja, wir holen uns ja quasi das Ganze als JSX-Element. JSX.element. So. Und damit haben wir unsere Typen soweit durch. Und wir können jetzt mal rüber wechseln zu unserer. Brechen wir das doch mal ab hier. Wir wechseln hier einfach mal rüber und starten das Ganze nochmal neu. Und. Das lädt und es ist da. Wir haben tatsächlich jetzt hier eine kleine Sache erstellt. Natürlich ohne Design, ohne irgendwas, aber wir haben es vor allem auch in TypeScript getan und damit haben wir eben diese wundervolle Typsicherheit, die immer so schön angepriesen wird. Okay. So, der nächste Schritt ist jetzt natürlich hier diese Searchbar einigermaßen funktionabel zu machen. Das heißt, ich baue mir hier in meine Searchable Crypto Table einen State ein. Dazu baue ich irgendwie mal meinen Constructor hierbei. Wobei das tatsächlich hier meinem TypeScript gar nicht gefällt. Das ist nämlich vom Type Any. Und wenn ich hier mit Types arbeite, dann ist Type Any nicht so angenehm. Deswegen sagen wir hier, okay, du hast diesen Typ hier, MyProps und Read-Only MyProps. Das sind die beiden möglichen Typen. Wir bauen uns den Constructor oder wir sagen hier einfach SuperProps dazu und wir setzen uns einen State. This.state ist gleich. So, wie sieht unser State aus? Naja, unser State kann einige verschiedene Sachen haben. Und zwar setzen wir den am Anfang mal auf Filter, zum Beispiel Filter oder Search. Search Text gefällt mir sogar noch besser. Search Text ist gleich erstmal gar nichts. So, das zweite, wobei, nee, eigentlich ist das alles. Wir brauchen nur eine Suche. Und das soll natürlich ein Doppelpunkt sein, kein ist gleich, sorry. Okay, das heißt, wir haben hier erstmal den Search Text gesetzt. Und jetzt können wir diesen Search-Text bzw. diesen State einfach direkt mitgeben. Ja? Das heißt, wir geben den direkt hier einfach an unsere Searchbar. Search-Text ist gleich. Und wir geben, wir geben natürlich, wir geben hier natürlich nur this.state.search-Text weiter. Search-Text. Okay, das möchte nicht freiwillig. Weil wir hier natürlich Search-Text auch wieder nicht definiert haben. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, was ist eigentlich Search-Text oder was ist generell unser State? Ja, aus was besteht der? Und das müssen wir hier eintragen, um dem Ganzen so ein bisschen zuvorzukommen. Ich würde aber gerne noch vorher den Search-Text hier unten auch einbauen, damit wir hier auch wirklich weiter searchen können. Und deswegen mache ich jetzt hier auch mal das Ganze ein bisschen lockerer, so damit wir das alles sehen können. Okay. So, und dem erfahrenen oder aufmerksamen Zuschauer wird jetzt schon aufgefallen sein, ich habe hier meinen State definiert, hier habe ich das Ganze aber nicht als State übergeben, sondern eigentlich, wenn man es genau nimmt, als Props. Und dementsprechend brauche ich in den anderen auch keinen Prop mehr oder keinen State mehr zu halten, sondern nur noch in meinem Searchable Crypto Table wird der State gehalten. Das heißt, der verwaltet den und injectet den, also gibt den quasi den Unterdingern als Props mit. So, was wir jetzt also machen ist, wir bauen uns hier noch ein Container sozusagen dazu, beziehungsweise einen Typ erstmal dazu, Interface, und sagen hier Search Text dazu von mir aus. Search, weil das eigentlich schon fast krass overpowered ist. Aber egal, wir haben hier den Search Text. Und der hat den Typ String natürlich. Und hier drin definieren wir uns jetzt einfach nochmal den Search-Text. Wobei, eigentlich ist das wirklich zu viel. Das muss wirklich nicht sein. Eigentlich ist das echt unnötig. Wir machen das einfacher und überschaubarer. So, und jetzt kriegen wir hier den Search-Text String noch mit. Wobei wir das vielleicht Vielleicht lagern wir das aus. Vielleicht sagen wir hier tatsächlich Interface Crypto plus Search. So, das machen wir hier rein. Und hier rein packen wir einfach nur die Kryptos. Ich glaube, ich finde das übersichtlicher, ehrlich gesagt. Ja, ist immer so eine kleine Designentscheidung, wie man das machen möchte. In unserem Fall brauchen wir aber hier jetzt natürlich noch in der Searchbar erstmal
Ah, hier brauchen wir eigentlich nur die Suche tatsächlich. Okay, dann brauchen wir noch einen dritten Typen. So, Search. So, also, dann kann man halt den Krypto-Zustand hier rauslassen. Ich finde das irgendwie angenehmer, wenn man wirklich so minimalistische Zustände hat, wie nur irgendwie möglich. Hier packen wir uns jetzt also in die Suche den Search rein und hier als Zustand gar nichts. Das ist das eine. Dann haben wir den Teil hier schon fertig. This.state.searchText. Was ist das Problem damit? Naja, egal. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall mal zum Crypto-Table und ersetzen hier MyProps durch, was haben wir denn noch hier? Crypto Plus Search. Und ja, dadurch haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, hier zwischen den Typen zu unterscheiden. So, jetzt haben wir hier nur noch das eine tolle Problemchen, dass wir hier natürlich keinen Zustand an sich haben. Also wir versuchen hier gerade auf this.state zuzugreifen, dort gibt es halt keinen Search-Text. Das liegt daran, dass TypeScript auch hier möchte, dass ihr gefälligst eure Typen angebt. Und das machen wir hier oben. Aber tatsächlich nur hier, bei den anderen brauchen wir das nicht, weil hier wird der Zustand verwaltet, bei den anderen ist der State einfach quasi nicht existent. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir packen uns einfach diesen Zustand, den wir hier quasi drin haben, den stopfen wir hier in unsere Dings rein. Natürlich nicht als leeren String, sondern als Typ String, okay? Und ja, dann haben wir es eigentlich schon. Also dann ist das quasi hier einmal fertig. Wir können das einmal neu laden und wir sehen, dass wir ein Problem haben. Ich starte das nochmal komplett neu. So, und ja, das ist im Endeffekt jetzt unsere neue Schnittstelle. Hat immer noch nicht mehr Funktionalität als davor, außer dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, die Suche zu bedienen. Also zum Beispiel A, B, C. Ja, wir können jetzt hier was reinschreiben und es merkt sich das. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Bitcoin rein und drücke mal auf Enter. Wir sehen, es ist nichts passiert. Das ist halt ein bisschen unschön, klar, aber wir haben ja hier auch noch irgendwie nichts reingetan. Also wenn ich jetzt hier auf die Suche klicke, passiert ja hier nichts. Hier ist ja immer noch alles standardmäßig, aber wir haben jetzt hier Zugriff auf den Search-Text eigentlich in unserem Search. So, also wie machen wir das? Naja, wir wollen ja drauf zugreifen. Wir wollen ja hier in unserem Render kann ich das machen. Const Search Text definieren wir erstmal als this.props .searchText. Da sind wir. So. Und wenn ich jetzt diesen Search-Text hier habe, also dann weiß ich ja, was da eigentlich drin ist, naja, dann kann ich ja ganz einfach hergehen und das hier in mein Inputfeld auch reinpacken. Also nicht nur einen Placeholder und den Type eingeben, sondern auch den Value ist gleich Search-Text. So, und den habe ich jetzt hier quasi drin. Und ja, damit kann ich jetzt zumindest mal Folgendes machen. Ich kann hier nach Bitcoin, hallo? Ich kann nicht nach Bitcoin suchen. Also, ja, natürlich, das haben wir ja noch gar nicht gemacht hier. Okay, also, was haben wir bisher getan? Wir haben quasi eine Owner-Komponente definiert. Das ist unsere Search-Dingens, unsere Searchable Crypto Table. Und die beinhaltet quasi den Zustand. Und in React geht es ja eigentlich darum, dass ich den Zustand, beziehungsweise dass ich die Informationen von meiner obersten Komponente, die das Ganze verwaltet, immer weiter nach unten gebe, die dann immer mehr in Richtung Anzeigen gehen. Ja? Das heißt, die hier verwaltet eigentlich nur, die baut einfach nur zusammen. Und die hier ist eine Komponente, die anzeigt und die hier ist auch eine Komponente, die anzeigt. So kann man sich das eigentlich relativ gut vorstellen. Wenn ihr zu viele oder wenn ihr sagen wir mal keine Komponente habt, die irgendwie nur verwaltet, dann baut euch einfach eine. Baut euch eine Komponente, die wirklich nur dazu da ist, zu verwalten. Ich hätte das auch wunderbar hier in die App reinpacken können, aber hier möchte ich sogar noch die higher-leveligeren Sachen reinbauen, also in unserem Fall zum Beispiel Conscriptos, die ich dann später durch die API ersetzen kann, also durch den API-Zugang. Das heißt, meine App baut sogar noch die Schnittstelle zusammen. Also Schnittstelle zusammenbauen, States zusammenbauen, Anzeigen und Anzeigen. Das ist quasi so der Way to go. Jetzt möchte ich natürlich noch das Ganze für meine anderen, also meine quasi hier, ne, die da oben, die Filter-Sache tatsächlich implementieren, sodass es auch wirklich funktioniert. Das ist jetzt aber nicht so wirklich extrem spannend. Wir holen uns einmal ganz kurz den Search-Text. Und zwar aus, wo kriegen wir den her nochmal? Aus dem this.props. Hey, das habe ich nicht gesagt. This.props. Junge, stop it. Okay, wir probieren es nochmal. Ha. Haha. Überlistet. Okay, this.props.searchText. Okay, was auch immer das gerade war.
Ah ja, das war meine eigene Dummheit. Oh Mann. Ja, ich definiere das einfach so. Genau, perfekt. Und jetzt habe ich quasi meinen Search-Text hier rausgezogen und kann jetzt hierauf basierend filtern. Das heißt, hier sage ich nur noch, das ganze Ding soll natürlich gepusht werden, wenn if crypto.name .index of search text, also wenn ich es quasi irgendwo finde, das heißt, wenn mein Index davon ungleich, oder ja, wenn das Ding gleich -1 ist, -1 ist, dann möchte ich hier quasi continue haben. Ach Gott, ja, for each Funktion in Dings ist ein bisschen seltsam, bauen wir hier einen Return. So, dann gehen wir quasi hier durch und dann führen wir die Funktion, also diese Funktion hier ist ja quasi nur für das einzelne Kryptoelement und dann für das nächste Kryptoelement wird diese Funktion ausgeführt und so weiter und so fort. Das heißt, wir springen einfach komplett raus, wenn die aktuelle Krypto hier das nicht erfüllt und machen mit der nächsten Krypto weiter. Wir springen ja nicht aus der for each raus, sondern nur aus dieser anonymen Funktion hier innen drin. Sorry, war gerade ein bisschen verballert. Okay, das Video geht ja auch schon eine ganze lange Weile. So, und ja, jetzt bauen wir das einfach mal spaßeshalber, setzen wir hier mal den Search-Text am Anfang auf Bitcoin, damit wir uns das Ganze mal angucken können. Und tada, wir haben nur noch Bitcoin da stehen. Wenn wir jetzt allerdings den Search-Text wieder wegmachen, steht hier wieder alles drin. Wunderbar. Tippen kann ich hier immer noch nicht, ist klar. Aber ich möchte natürlich tippen können. Und damit kommen wir zum nächsten. Wir bauen uns den inversen Data Flow quasi auf. Das heißt, wir drehen das Ganze um, sodass wir auch wirklich die Suche bedienen können. Ja? Und dass die auch wirklich vernünftig was sucht. Okay, dazu müssen wir jetzt irgendwie einen Händler einbauen, der unsere Veränderung akzeptiert. Das heißt, wir gehen hier mal in die, wo sind wir? In der Search Bar. Gehen wir hierher und geben dem noch ein bisschen mehr Input hier. Das heißt, unser Input hat erstmal Type Text, Placeholder das, Value das und dann geht's zu. So, und jetzt bauen wir uns hier eine onChange-Variable ein. OnChange wird etwas ausgeführt. Und das bauen wir uns hier direkt in unsere Funktion ein. Das heißt, ich sage hier this.handle search change zum Beispiel. Search change. Halleluja, ist das ein schwieriges Wort. Search change. So, diese Funktion müssen wir jetzt natürlich erstmal noch bauen. Ja? Das heißt, wir müssen hier erstmal in unserer Klasse noch eine Funktion bauen, die genau so heißt, und die packen wir hier rein. Das heißt, die Funktion so und so vom Event ist eine Funktion und gibt mir eine Veränderung auf this.props. On search change, genau. Search change meine ich natürlich. So, das ist eine Funktion, die wir gleich noch binden müssen. Und hier wird einfach e.target.value übergeben. Das ist quasi das, was dann tatsächlich drin eingegeben wurde. So, e hat mal wieder einen impliziten Typen. Da können wir einfach mal Target Value String sollte das sein. Das sollte passen soweit. Und onSearchChange müssen wir jetzt natürlich hier noch binden und das machen wir im Konstruktor. Unser Konstruktor bekommt erstmal natürlich die Props und die sind mal wieder implizit. Props, so, die können wir hier auch wieder uns Search, genau, das ist richtig. Genau, und dann haben wir hier die Funktion this.handle search change. So, das da. Und die setzen wir auf this.handle search change .bind von this. So, also wir binden quasi die Funktion da rein. Okay, cool. So, mit diesem Bind haben wir hier drin quasi definiert, okay, jetzt, wenn hier sich was ändert, dann benachrichtige bitte alles. Jetzt kriegen wir hier natürlich einen Fehler. OnSearchChange ist natürlich nicht vorhanden. Das ist klar, das ist auch eigentlich so beabsichtigt. Es ist aber in den Props drin, ja, dazu kommen wir gleich noch. Aber wir müssen das jetzt hier irgendwie verwalten, ja. Also das heißt, wir geben ja quasi von unserer Suchkomponente die Information an den State. Das heißt, wir wollen im State dann das Ganze festhalten.
Und hier drin dann auch den Filter oder den Search-Text ja ändern. Das ist ja quasi unser State, ja. Das heißt, diese Funktion onSearchChange, also diese Funktion, die in meinen Props drin ist, die wird ja hier getriggert. Und diese getriggerte Funktion, die soll bitte meinen Zustand ändern. Klar, dass ich dann diese Funktion hier drin brauche. Also in der Klasse, die meinen Zustand verwaltet. Also gehen wir hierher und holen uns die onSearchChange-Funktion hier rein und packen die noch in die Searchbar mit rein. So, also onSearchChange ist gleich this Punkt. Wir nennen die Funktion jetzt hier drin gleich Handle Search Change, irgendwie sowas. Handle Search Change bauen wir uns hier natürlich noch ein. Also, das heißt, die Funktion Handle, schade, wäre zu schön gewesen, Handle Search Change, okay. Und diese Funktion bekommt natürlich den Search-Text, ja. Das ist ja quasi hier schon mit dem e.targetValue ist das ja schon gegeben worden. Das heißt, der Search-Text wird mir jetzt hier noch gegeben und ich kann den hier festlegen, Search-Text. Also der verändert sich ja quasi. Da kann ich dann hingehen und sagen, okay, ich möchte ganz gerne aber, dass sich dadurch mein Zustand ändert. Das heißt, this.setState und hier was möchte ich denn setzen? Naja, natürlich meinen Search-Text. Und den möchte ich jetzt auf den neuen Search-Text setzen. Hier muss ich natürlich noch den String definieren, damit mir hier die Funktion nicht um die Ohren fliegt. Und ja, jetzt muss ich das noch in meinen Props festlegen. Ich möchte aber ganz kurz darauf verweisen, was das eigentlich genau tut. Das heißt, wir haben hier erstmal den Search Change gemacht. Also wir geben hier ja irgendwas ein als User. Wir geben hier irgendwas ein in diese Search-Bar-Komponente. Das heißt, die sieht man ja gerade nicht. Okay, also wir geben hier irgendwas ein und getriggert wird dann natürlich dieser onChange. So, der onChange, der ist aber gebunden auf genau dieses Handle Search Change. Und dieses Handle Search Change wiederum bekommt eine Funktion, die wir in den Props angegeben haben, aus unserem Verwalter hierbei. So, diese Funktion aus den Props, die wurde ja hier unten gebunden sozusagen. Das heißt, ich übergebe die einfach als Funktionspointer. Und das wiederum liefert mir diese Funktion hier. Das heißt, diese Funktion, die dann aber auch den Zustand in der Parent-Komponente verändert. Und durch das Verändern des Zustands wird natürlich hier auch die Props von all dem Ganzen, was eben den Zustand hier verwendet, reloaded. Das heißt aber wirklich nur genau die es auch verwenden, die diesen Search-Text auch verwenden. Wenn ich jetzt hier noch andere habe, die den Search-Text nicht brauchen, brauche ich nicht neu laden. So, und das ist quasi unsere ganze Magie. Jetzt müssen wir hier das Ganze noch eintragen in unseren Typen von, wo sind wir, von Search, hier genau. Der andere braucht das ja nicht. Und, oh je, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Sorry, ich habe vergessen, wie es heißt. onSearchChange wollen wir eintragen und zwar hier rein, onSearchChange und das soll so, ja, was ist denn eigentlich der Typ einer Funktion? Ich glaube, das hatten wir in der TypeScript-Serie recht ausführlich besprochen. Das heißt, ja, hier muss ich natürlich erstmal angeben, was hier überhaupt mein Parameter ist. Und mein Parameter, wo ist es? Mein Parameter ist der Search-Text. Und das ist natürlich vom Typ String. Und hinten raus kommt einfach kein Return. Das heißt, wir returnen hier nichts. Also ist es ein Void. So, also Search-Text String liefert mir Void. So, das ist quasi mein Typ jetzt hierbei. Und jetzt habe ich hier auch keine Fehler mehr. Jetzt geht das Ganze auch. Und ja, jetzt sehen wir hier wieder, ich bin da, wo ich sein sollte. Ich kann aber, genau, das ist natürlich immer noch ein Problem. Genau, also wir haben hier einmal den Fehler, dass, ja, wir haben ihn gleich 6-mal bekommen, dass diese Funktion this.setState keine Funktion ist. Es ist natürlich eine Funktion, lasst euch da nicht verarschen, aber ich muss sie irgendwie verbinden miteinander. Ich muss quasi meinem React sagen, ey, schau mal, wenn hier irgendwas kommt in Richtung Handle Search Change, dann ruf bitte this.setState auf. Das heißt, ich muss die hier auch wieder binden, damit sie als Funktion quasi gültig sind. Und das mache ich auch hier oben. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber this.handleSearchChange soll natürlich gesetzt werden auf this.handleSearchChange.bind von this. Es bindet sich sozusagen diese Funktion an diese Komponente dran.
und dann ist es eine Funktion. So, jetzt sehen wir hier, das ist zumindest mal neu geladen. Wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, dann sehen wir hier B, oder wenn ich groß B eingebe, dann ist es Bitcoin, ja. Das heißt, ich kann hier, wenn ich E eingebe oder S eingebe oder, dann kann ich regelmäßig einfach hier aktualisieren. Und das ist die ganze Magie hinten dran. Also ihr müsst hier wirklich auf die Typen achten, ihr müsst wirklich achten darauf, dass ihr diese ganzen Handlers und Binders und so weiter und so fort gemacht habt. Und das ist eigentlich auch so ziemlich alles, was wir heute machen wollen. Ich glaube, das Video war mehr als lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet auch die Zeit, euch das alles überhaupt anzugucken. Vielleicht dreifache Geschwindigkeit oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, jetzt wäre natürlich an eurer Stelle natürlich noch die Aufgabe, hier das wirklich mit der API zu verbinden. Das ist aber, glaube ich, kein Problem. Das hat nichts mehr wirklich mit TypeScript zu tun. Das hat nicht mehr wirklich was mit Get Started mit React zu tun, sondern das ist einfach so dabei. Das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Ich wollte euch hier mal kurz den Umstieg noch erleichtern. Und hierauf werden wir jetzt in Zukunft auch das Ganze noch ein bisschen basieren lassen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.